Da wir große OEMs beliefern, stehen wir entsprechend unter Wettbewerbsdruck. Und wir haben das Thema, dass wir unsere Kosten ganz genau bestimmen müssen, schon in der Angebotsphase, weil der Spielraum für unsere Produkte relativ eng ist. Und das führt uns ganz klar in die Richtung, dass wir sagen, wir müssen zwingend uns mit Kaufteilpreisanalyse befassen, wir müssen Targets vorgeben, wir müssen Target Costing umsetzen, wir müssen wertanalytische Ansätze schon in der Angebotsphase umsetzen. Und das ist auch unser Ziel, dass wir in die Richtung weiter investieren oder weiter operieren. Digitalisierung im Kostenmanagement ist so, dass wir von Cost Engineering aus ganz klar die Ansage rausgegeben haben, unseren kompletten Prozess digital abzubilden. Und Facton uns an dieser Stelle extrem hilft. Und auch wie in unserem Vortrag heute ist das die Roadmap, die wir beschreiten, dass man schlussendlich eine komplette Angebotskalkulation ausschließlich in digitalisierter Form abbilden kann. Beginnen muss es natürlich mit einem Pflichteheft, dass man zuerst mit Facton-Spezialisten mal die Dinge durchgeht, was das Unternehmen oder die Firma überhaupt kalkulieren will oder wie oder welche Branche, die ganzen Dinge. Dann gibt es ja in jeder Firma schon vorhandenes Kalkulationsschema, das muss man überdenken, ob man das so lässt oder ob man das in dem Zusammenhang erweitert. Und dann ist ganz wichtig, dass man halt die Daten kompatibel rüberbringen kann, also auch der Datentransfer muss man sich überlegen. Und dann kommt es darauf an, dass man die Facton-Installation halt auch frei konfiguriert, dass nachher der User keine Grenze hat, weil gerade in der Angebotskalkulation muss man sich relativ frei bewegen können. Man darf nicht an Systemgrenzen stoßen, wenn man es ganz genau nimmt. Die Stärke von Facton ist die, dass der User im Prinzip frei konfigurieren kann und einfach wenn man in Facton reinschaut, speziell jetzt in der Cost Management, dann hat es ja eigentlich eine Windows- oder Microsoft-Oberfläche. Von der Benutzerführung her, man findet sich sofort zurecht, es ist sehr leicht zu verstehen und die Features, die sich jeder Kostingenieur oder Kalkulator wünscht, dass er seine aufgebaute Stücklistenstruktur durch Drag und Drop sehr schnell verändern kann, Dinge einfügen kann, ausfügen kann, verändern kann. Das ist ein sehr großer Vorteil und dann die visuelle Darstellung der Kalkulation. Also durch die Trennung der Kostenmodus, die da drin sind, Kostenmodule, unterscheidet man natürlich, was befindet sich gerade im Offermodus in grün oder was ist Estimate in rot. Also der Kalkulator sieht sofort, wo er sich befindet und kann das auch direkt so auswerten. Weitere Stärke für uns ist natürlich das Berichtswesen. Wenn man dann eine Kalkulation umwandeln will in eine vorzeigbare Form, stehen dann alle Dateiformate zur Verfügung. Man kann das werkspezifisch passend machen, dass es auch von der Firma im Erscheinungsbild ganz genau passt. Und so haben wir das auch abgestellt. Also das, was bei uns in der Präsentation als grundsätzliches Logo drin ist, erscheint auch im Facton-Bericht.